Ihr habt Lust auf köstliche Osterhasen? Dann habe ich hier ein ganz einfaches und leckeres Rezept für euch. Hierfür benötigt ihr ein wenig Mehl. Dabei ist es egal, ob es 630er Dinkel oder 405er oder 550er Weizenmehl ist. Eine Prise Salz und dann kommt noch die selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser hinzu. Wie ihr die ganz einfach selber macht und die Alternativen dazu, findet ihr oben rechts unter dem i. Noch ein bisschen Zucker, dann folgt die Milch. Das genaue Rezept findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Ich habe es aber auch noch mal zum Schluss, dann könnt ihr euch einen Screenshot machen. Und hier noch ein Klecks milder Lievito Madre. Der ist optional, kein Muss. Das heißt, wenn ihr den nicht habt, kein Thema, dann lasst ihr ihn weg. Wenn ihr ihn habt, gebt ihn gerne mit hinzu. Wie ihr diesen milden Sauerteig selber macht, verlinke ich euch oben rechts unter dem i. Dann füge ich noch ein bisschen Butter hinzu. Selbstverständlich könnt ihr dieses Rezept auch vegan backen. Wie das geht, habe ich euch unten in die Beschreibung geschrieben. Genauso wie das Equipment, was ich hier jetzt nutze, wie zum Beispiel meine Küchenmaschine. Ich habe mir den Nachfolger geholt von meiner Kenwood Cooking Chef, und zwar die Kenwood Cooking Chef Connect. Die ist richtig toll und man erkennt auch tatsächlich gleich die Unterschiede. Sie läuft viel ruhiger, hat mehr Stufen. Also ich finde tatsächlich Stufe 1 am besten hierfür. Es würde aber auch noch gehen, wenn ihr den Teig auf Stufe 2 knetet. Den Teig, nicht wundern, wie gesagt, ich habe hier die doppelte Menge. Den lasse ich jetzt hier in einem Gefäß schön aufgehen. Und bei Lievito Madre und Hefewasser dauert es maximal 3 bis 6 Stunden. Habt ihr nur Hefewasser, dann kann das circa 8 bis 10 Stunden dauern. Ich bemehle dann die Arbeitsfläche und die doppelte Menge lohnt sich in jedem Fall. Ich verlinke euch noch das Rezept für die Osternester am Schluss, denn die könnt ihr mit diesem Teig genauso machen. Super einfach, das heißt, mit der doppelten Menge habt ihr gleich 2 Rezepte für euer Osterfest. Ich zerteile mir das Ganze jetzt in 8 gleich große Stücke. Vorsicht, der Teig ist ein bisschen klebrig. Ihr könntet auch, wenn ihr den fester haben möchtet, weil euch das zu weich ist, in der Kombination Lievito Madre und Hefewasser, könnt ihr so 50 Milliliter Milch weniger hineingeben. Dann ist er ein bisschen fester. Ich forme mir jetzt die Stücke zu kleinen Kügelchen. Ihr könnt am besten da noch mal ein bisschen Mehl bestreuen. Auch hier der Mehlstreuer steht noch mal unten in der Beschreibung. Kann ich euch sehr ans Herz legen. Ich habe das früher ja auch immer per Hand gemacht. Klar, man braucht nicht jedes Equipment, aber bestimmte Sachen erleichtern einen das natürlich. Und dieser Mehlstreuer gehört dazu. Den gibt es im Zweierset. In dem großen habe ich immer das Mehl, weil davon brauche ich mehr. Und in den kleineren kann man zum Beispiel entweder Backpulver machen, wenn man zum Beispiel einen schönen Cappuccino trinkt. Oder, so mache ich das, da habe ich dann immer Puderzucker, wenn ich dann mal so Pfannkuchen oder ähnliches damit bestreuen möchte. So, ihr seht, es ist super einfach. Ihr könnt den Teig auch auf der Arbeitsfläche rund schleifen. Ich persönlich fand das tatsächlich mit der Hand dort einfacher. Das kommt aber auch immer drauf an. Manchmal ist es so, dass es bei mir auch besser klappt, wenn ich das auf der Arbeitsfläche rolle. Macht es da einfach so, wie es für euch am besten ist. Da gibt es kein richtig oder falsch. Und falls ihr Fragen habt oder irgendwas unklar ist, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Darüber freue ich mich riesig und helfe euch selbstverständlich immer gerne noch mal eben weiter. Und es kann aber manchmal sein, dass die Antworten ein bisschen länger dauern. Das mache ich nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil ich im Hintergrund an vielen Videos und Informationen für euch arbeite, auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen. Und da ich ja noch eine Familie und einen Vollzeitjob habe, kann das daher manchmal ein bisschen länger dauern. Ich bitte das zu entschuldigen. Solltet ihr das aber eilig haben, dann besteht immer die Möglichkeit über die YouTube-Mitgliedschaft, die ist monatlich kündbar. Da bekommt ihr dann schnellere Antworten, weil da das Handling für mich einfach ein bisschen einfacher ist und die Unterstützung mir natürlich dabei hilft, diesen Kanal schneller und größer zu machen. So, ich habe jetzt hier die erste Kugel, beziehungsweise stimmt gar nicht, der erste Hase ist schon auf dem Backblech. Ich habe ja 8 Stücke gemacht.
Ich habe jetzt hier die erste Kugel, die ich so ein bisschen zu einem Strang flechte. Ich habe das später noch mal ein bisschen anders gemacht, da komme ich aber gleich zu. Der Teig ist recht weich. Ihr müsst gucken, ob das für euch besser geht, wenn ihr das auf der Arbeitsfläche mit wenig Mehl einmal ausrollt, so wie ich das jetzt hier gerade mache, oder ob das Schleifen mit der Hand einfacher für euch ist. Da kann es dann aber passieren, dass die Mitte hier ein bisschen drunter leidet. Also da guckt einfach, wie es für euch am besten geht. Ansonsten der Teig mit Lievito Tomate und Hefewasser ist ja weicher, hatte ich ja gerade schon gesagt. Dann arbeitet einfach mit ein bisschen weniger Flüssigkeit, wenn das für euch nicht so angenehm ist. Das nur so als kleiner Hinweis. Ich nehme jetzt hier ein ganz kleines Stückchen ab. Das sind vielleicht so 1 x 1 Zentimeter, würde ich jetzt schätzen. Und dann wickelt ihr das umeinander zweimal, lasst dabei ein Loch unten, das ist der Bauch des Hasen. Und dann kommt da die Kugel rein, das ist dann das Stummelschwänzchen und zack, ab auf das Backblech. Ich gebe das immer auf eine Backfolie und dann das Backblech. Ihr könnt selbstverständlich das auch auf Backpapier backen. Und hier habe ich das dann später so gemacht, dass ich nicht erst den Strang ausgerollt habe, bevor ich das Stummelschwänzchen abgeschnitten habe, sondern ich habe das dann direkt von der Kugel abgeschnitten. Dann verschließt sich später nochmal besser das Öhrchen. Macht es einfach so, wie es für euch am besten ist. Ich versuche euch immer viele verschiedene Varianten hier aufzuzeigen, damit ihr zu Hause dann das bestmögliche Ergebnis erzielt, ohne groß rumzuprobieren. Und wenn euch das Video gefällt, freue ich mich natürlich über ein kostenfreies Abo und wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt und es vielleicht sogar teilt. Dann können auch andere sehen, wie einfach und köstlich man mit der selbst hergestellten Hefe und in diesem Fall auch mit Lievito Tomate backen kann. So, ihr seht, zack, zack, einfach rum, entweder mit der Teigkarte oder mit den Händen draufgeben. Ich habe dieses Rezept mehrfach gebacken, um zu gucken, wie es am besten gelingt. Hier hatte ich das wie bei den Osternestern erst einmal 8 Stück auf ein Backblech gemacht. Das ist aber nicht ganz so günstig, weil die tatsächlich noch sehr gut aufgehen. Das heißt, ich empfehle euch, wenn ihr so einen kleinen Backofen, wie ich jetzt gerade nutzt, ich habe ja so einen Mini-Backofen, den ich nutze, dass ihr da nur 5 auf ein Blech macht. Habt ihr einen normalen Backofen, dann klappt das auch mit den 8 Stück. Ich lasse den Teig dann noch 30 Minuten bei Zimmertemperatur gehen. Das ist tatsächlich sehr wichtig, dann habt ihr ein besseres Ergebnis und es platzt nicht ungewollt auf. Und bevor dann die Häschen in den Backofen gehen, bestreiche ich sie jetzt noch mit Milch. Die Veganer unter euch können hierbei selbstverständlich auf Pflanzenmilch zurückgreifen. Selbstverständlich habt ihr auch die Möglichkeit, statt sie mit Milch zu bestreichen, ein gequältes Ei zu nehmen. Das heißt, ein Ei einfach in ein Schüsselchen geben, mit einer kleinen Gabel ein bisschen durchmischen und sie damit bestreichen. Dadurch werden sie noch brauner. Ich persönlich mag das aber nicht, wenn die zu dunkel werden. Deswegen reicht es mir jetzt aus, wenn ich sie mit Milch bestreiche. Danach könnt ihr sie dekorieren. Ich habe das jetzt hier mit Hagelzucker gemacht. Selbstverständlich geht das auch zum Beispiel mit Schokotropfen oder vielleicht habt ihr noch eine andere Zuckermasse, die ihr drüber streuen könnt. Dann sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt sie auch ohne Hagelzucker machen und dann vielleicht später nochmal mit ein bisschen Schokolade bestreuen bzw. ein bisschen dekorieren. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie eure Osterhasen später werden. Ich freue mich immer, wenn ihr mir das postet und mir die Bilder schickt, egal ob auf Instagram oder wenn ihr mich auch in der Hefewassergruppe verlinkt. Ich freue mich riesig darüber, immer eure Ergebnisse zu sehen. Und schaut mal, das ist jetzt ein weiterer Versuch von mir. Hier habe ich die Öhrchen ein bisschen platter gedrückt. Das fand ich sogar tatsächlich süßer. Das ist kein Muss. Also ihr seht, das ist ein bisschen flacher geworden. Und auch hier bestreiche ich sie. Ich hatte dann noch so bunte Zuckerstreusel geholt für die Osternester. Das fand ich jetzt aber bei den Hasen nicht so gut. Tatsächlich gefiel mir das mit dem Hagelzucker am besten.
So, und wenn ihr sie dann im vorgeheizten Backofen gebacken habt, dann schaut euch das mal an. Die sind richtig schön fluffig geworden, ganz toll nochmal aufgegangen. Also lasst wirklich Platz dazwischen. Und das war jetzt zum Beispiel der erste Versuch. Da sind die noch ein bisschen kompakter gewesen. Also hier macht auch wieder Übung den Meister und ich zeige euch mal, wie fluffig die von innen sind. Also ganz tolles Ergebnis und ich bin schon gespannt, wie sie euch schmecken. Genießt sie in jedem Fall. Ich wünsche euch ein zauberhaftes Osterfest und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Hier sind weitere Videos für euch und ich bin bald wieder zurück. Eure Emma.